Ja, hallo Uhrenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Uhrenvideo. Heute schauen wir uns eine wunderschöne Seiko an aus der 5 Sports Serie. Und zwar die Automatikuhr SRP B21K1 in Blue Orange. Eine wunderschöne, recht große Uhr mit, man kann sagen, Vollausstattung zum Dumpingpreis. Ja, dieses Modell wurde geliefert mit diesem eigentlich farblich ja, etwas ungewöhnlichen, aber sehr gut verarbeiteten Textilband in der NATO-Ausführung mit wunderschön silbermatter Hardware und wirklich massiver, schwerer, robuster Ausführung und harmoniert eigentlich richtig gut zu diesem Blau ins nach außen hin Stahl, Grau, Schwarz gehende, mit Sonnenschliff versehene Ziffernblatt mit wunderschönen Elementen, wie nochmal dieser silberne Ring außenrum mit den Sekundenindizes, den eingefassten Indizes, voll mit Leuchtmasse, die wunderschönen geradlinigen Zeiger ohne Schnickschnack, Pfeilchen oder Mercedes-Hands oder was auch immer und als farbliches Schmankerl noch der orange-rote Zeiger, der so ein bisschen zum Band passt und natürlich das Sports-Logo in Rot. Für gewöhnlich haben wir die einfacheren 7er Uhrwerke in der Sports-Serie, aber hier in diesem Fall hat Seiko in dieser 5 Sports das 4R36 verbaut und das ist eigentlich schon ein richtig gutes Kaliber von Seiko. Es ist zwar auch, ich sag mal so, aus dieser Traktor-Serie, ne, unverwischliche Traktor und auf Langlebigkeit ausgelegtes, einfaches Uhrwerk, aber es hat eben eine Vollausstattung. Man muss hier bei diesem Werk wirklich auf nichts verzichten. Wir haben einen manuellen Aufzug. Morgenroutine kann man mal die Uhr aufziehen oder wenn sie länger gelegen ist. Wunderbar. Sie hat natürlich ein Automatikwerk, das werden wir nachher noch anschauen von hinten. Also Handaufzug, Automatik. Wir haben, wenn man die Krone etwas herauszieht, natürlich die Schnellführstellung für Wochentag. Der ist hier schön in Deutsch und Englisch gehalten. Der Samstag ist blau und der Sonntag ist rot. Drehen wir nach unten, haben wir die Schnellvorstellung fürs Datum. Nach oben der Wochentag, nach unten das Datum. Und ziehen wir die Krone noch ein Stück heraus, haben wir den Sekundenstopp. Das heißt, wir können die Uhr also schön sekundengenau einstellen und dann die Uhrzeit schön einstellen. Da sieht man mal schön die Zeiger. Schön geradliniges Design. Das sind wirklich wunderschöne Zeiger. So gefallen sie mir einfach am besten. Kein Schnickschnack, keine Schnörkel. Richtig nice. Und von vorne bis hinten gefüllt mit Lumi-Breit Leuchtmasse. Krone wieder rein und das Uhrwerk tickt weiter. Es hat 21.600 Halbschwingungen, also arbeitet mit 3 Hertz. Es sind 24 Lagersteine verbaut. Wir haben ein Gehäuse aus Massiv-Edelstahl. Es ist eine große Uhr, für mich zu groß. Sie hat nämlich 44er Durchmesser, über die Hörner 55, 22er Bandanstoß, also schon eine ganz ordentliche Uhr für größere Handgelenke. Wir machen mal das schöne NATO-Band ab. Dann sehen wir hier nochmal auf das Uhrwerk. Ein 4R36 mit Vollausstattung. Ja, es ist nicht schön, es wurde auch nicht irgendwie verschönert, wie auch immer. Ne? Die sollen einfach nur gut und günstig sein und zuverlässig und lang funktionieren. Aber ja, so ein Glasboden ist was Schönes. Kann man manchmal ein bisschen im Uhrwerk zuschauen, wie es werkelt. Oder man kann mal jemand zeigen, der noch nie eine Automatik oder eine mechanische Uhr gesehen hat, der nur das digitale Zeug kennt. Wie schön so ein Uhrwerk sein kann und was für eine schöne mechanische Anmutung. Und ja, es ist einfach mal was anderes. Und bekommt man ja gerade viel mit. Es geht bei vielen wieder der Trend zurück zum Vereinfachen, Verschlanken, zum ein bisschen weniger digital.
da passt natürlich auch wunderbar mal eine mechanische Armbanduhr ins Beuteschema. Hier außenrum haben wir noch stehen Water Resistant 10 Bar Stainless Steel. Wir haben die Seriennummer, wir haben nochmal das Uhrwerk 4R36 und Seiko hier stehen. Ja, die 5 Sport Serie haben hier keine verschraubte Krone, somit auch nur 10 Bar. Also mit der sollte man vielleicht nicht gerade einen Wassersporturlaub antreten, aber mal so beim Händewaschen oder so hat man da noch kein Problem damit. Aber ich würde sie auch nicht ins Schwimmbad oder so anziehen. Da wirklich dann nur Uhren verwenden, wo auch die Kronen wirklich verschraubt werden, denn da muss vielleicht bloß mal irgendwie blöd hängen bleiben oder so. Also nichts für Wassersport, aber Regen und Händewaschen und so mal ist ja da kein Problem. Das Zifferblatt ist wirklich fein sauber. Das ist wirklich ein Traum, das zu begutachten. Und durch die ganzen silbernen Elemente spiegelt es natürlich wunderbar, je nach Lichteinfall. Wir haben hier natürlich ein gehärtetes Mineralglas, so dieses Seiko eigengenannte, eigenproduzierte Hardlex-Glas. Und es ist schön groß und flach. Passt sauber da drauf. Und noch Glasboden. Wir haben natürlich die Seiko eigene Leuchtmasse LumiBright in den Indizes, die richtig breit sind. Da wurde nicht mit Material gespart und auch nochmal schön umrandet mit so einem silbernen Rahmen. Sie sind schön erhaben aufgebaut. Also da steckt richtig Arbeit in diesem Zifferblatt. Ist erstaunlich. Die Breite kommt natürlich auch zustande. Durch das 436 haben wir hier Tag und Datum. Und ne, das geht halt in die Breite irgendwo. Und sie haben sich es trotzdem nicht nehmen lassen, weil bei den meisten Uhren fehlt, wenn sobald hier auf der 3 oder auf der 6. Datum ist, fehlt da meistens dort das Indizes und schon gar nicht dann noch fett mit Leuchtmasse gefüllt. Und wenn Tag dabei ist, dann findest du da sowieso kaum einer. Aber hier ist mal schön alle 12 Indizes vorhanden und auch noch alle mit Leuchtmasse und sieht im Dunkeln richtig schön aus. Dank der Breite haben sie natürlich genug Platz gehabt, hier eben rechts neben den Zeigern das Datumsfeld zu bauen mit Tag, Datum, mit einer silbernen Umrandung und noch ein bisschen Platz zu finden. Auch hier einen mit Leuchtmasse gefüllten kleinen Indize-Aufbau anzubringen. Und das ist natürlich richtig schön im Dunkeln, dass man hier eben nicht so eine dunkle Stelle hat, einen dunklen Bereich, wo nichts leuchtet, sondern etwas kleiner halt, aber trotzdem schön leuchtet. Die Symmetrie wird irgendwie gewahrt und das ist eigentlich richtig nice. Hat so vom Design her so ein bisschen, würde ich sagen, 70er Jahre Look. Gerade noch hier mit diesem ockerbraun, orangefarbenen NATO-Band. Hat so ein bisschen was von 70er Jahre Uhr. Und wer auf so ein Genre steht, ist das natürlich eine wirklich interessante Uhr. Finde ich vom Design her ganz toll gemacht. Die Verarbeitung, das Uhrwerk. Eigentlich ein Mittelklasse-Uhrwerk, das man hier in einer Einsteiger-Serie findet. Finde ich wirklich klasse. Wir haben hier durchbohrte Hörner. Das macht natürlich, der Bandwechsel gestaltet sich damit natürlich furchtbar einfach. Sehr schöne sportliche Uhr. Preislich bewegt sich die Uhr bei Seiko, muss man mal ein bisschen schauen. Da gibt es natürlich immer wieder große Unterschiede. Und auch diese Uhr habe ich gesehen bei verschiedenen Händlern zwischen 170 Euro, was natürlich ein hervorragend guter Preis ist, bis hin 240 Euro. Da muss man einfach mal ein bisschen suchen und googeln, dann findet man da eigentlich auch ein guter Preis für die Uhr. Für 170 Euro, dann ist das ja wirklich eine klasse Uhr. Kann man sich noch Band nach Wahl, entweder Edelstahl oder Leder oder was aus Kautschuk oder so ein Kombiband. Aber für den Preis eine hervorragend schön verarbeitete Seiko mit einem klasse Ziffernblatt und tollen Zeigern und Vollausstattung vom Sekundenstopp zur Schnellvorstellung von Tag und Datum, Handaufzug, Automatik, fette Leuchtmasse überall, vollbelegte Indizes. Ein Traum von Uhr. Ein absolut super Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich in dieser Klasse. Auch am Edelstahlarmband macht die Uhr eine prima sportliche Figur und kriegt so richtig schön einen Touch von einer
70er Jahre Uhr im massiv fetten Edelstahlgehäuse mit 5-reihigem Edelstahlarmband. Wenn man sich mal hier dann das Ziffernblatt genauer anschaut, dann harmoniert das richtig schön sämtliche silbernen Anteile, das Gehäuse, das Band, die umrandeten Indizes, das umrandete Datumsfeld, das Seiko-Logo, die 5, die Zeiger und als Farbtupfer des Boards in Rot und der Zeiger in Rot-Orange. Wenn man sich mal auf diesem silbernen Ring um das blau-schwarz-graue Ziffernblatt diese Sekundenindizes anschaut, wie fein die da drauf sind, das ist ein unglaublich präzise gearbeitetes Ziffernblatt in dieser Preisklasse. Wenn hier nicht Seiko 5 Sports stehen wird, sondern Tissot, dann wäre das eine 695 € Uhr. Unglaublich, wie präzise dieses Ziffernblatt aufgebaut ist. Wenn man sich das mal mit der Lupe anschaut, da siehst du nicht den geringsten Verlauf oder Unschärfe der Beschriftung, der Linien, der Strichle, des Drucks, des Logos, des Datums, wie aus einem Guss oder gelasert. Absolut präzise. Das in der Preisklasse. Kann man also auch schön am Edelstahlarmband tragen. Harmoniert wunderbar mit dem von innen nach außen verlaufenden Blau über Stahlgrau hin zu schwarz werdendem Ziffernblatt und wirklich schön der orange-rote Zeiger als Farbtupfer. Genauso gut macht sich die Seiko aber auch mit einem klassischen Lederarmband. Hier in Braun ein Hirsch Liberty Antik mit der weißen Ziernaht außenrum. Da kriegt es einen richtig schönen klassischen Touch und da trägt sich dann auch eng anliegend diese große Uhr sehr, sehr angenehm und bekommt so einen richtigen Oldschool-Look mit dem, ja doch, sage ich mal, 70er Jahre inspirierten Ziffernblatt. Design, das sich wirklich fast mit jedem Band gut kombinieren lässt. 22er Bandanstoß gibt es natürlich sehr viel im Armbandmarkt, womit man das hier schön nachrichten könnte. Trotz der Größe lässt sich es wirklich sehr angenehm tragen, die Seiko. Das ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Kombination an einem schweren Lederband, die Uhr zu tragen. Passt auch hervorragend. Ja, Seiko 5 Sports SRPB 21 K1. Eine unglaublich interessante, schöne, vielfältige Uhr mit Vollausstattung, kann man nicht anders sagen. Zu dem Preis ein absolutes Preis-Leistungs-Tipp-Sieger, kann man schon fast sagen. Ein rundum sorglos Paket zu dem Preis. Wirklich eine fantastische Uhr. Okay, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinzippen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli. Werden wir hier vielleicht irgendwann wieder mal eine andere Seiko auf dem Tisch haben. Okay, ciao, macht's gut und allzeit gute Zeit mit euren Seikos.